Ciao Leute, heute machen wir wieder was Besonderes und zwar installieren wir ein neues Mini-Display, also ein Instrumentencluster direkt vor der Nase. Das, was einige bemängeln an Teslas, was jetzt dem Tesla halt so fehlt. Da gibt es natürlich noch Head-Up-Displays und weiß Gott nicht alles, aber eins nach dem anderen. Ein Mini-Display habe ich euch schon mal gezeigt, den Link dazu seht ihr dann hier. Und diesmal ist es ein Circle, also ein rundes Display, was dann in so einem wirklich schönen, kompakten Package kommt. Und das Besondere an diesem Display ist, es kann Indikator für den Autopiloten euch zeigen, wenn es verfügbar ist und wenn es an oder aus ist. Und was ihr sowieso wahrscheinlich schon wisst, ist, dass ihr müsst natürlich alle 20 bis 40 Sekunden das Lenkrad kurz bewegen, damit Autopilot anbleibt. Und das war bisher immer so am oberen Rand des zentralen Displays visualisiert mit so einem blauen Schimmer. Und dieses wird auch jetzt oder sollte, das schauen wir uns gleich zusammen an, auch hier signalisiert werden. Darauf bin ich sehr gespannt, wie das ist. Und ich würde sagen, wir legen los. Es ist draußen 32 Grad. Ich suche mir immer die besten Tage aus, um mit euch nachher schweißüberströmt Sachen zu zeigen, nachdem ich es installiert habe. Aber nun vielleicht noch ein paar Worte, was in dem Package kommt. Also es ist also das Mini-Display selbst mit zwei Anschlüssen, zwei ganz dünnen. Und dann gibt es zum einen längeren Kabel für diese zwei Anschlüsse, was ihr einfach unter dem Dashboard bis nach hinten hin, bis zur Beißfahrerseite durchzieht. Also ihr müsst das Dashboard einmal anheben, das zeige ich euch gleich. Das Mini-Display funktioniert nämlich sowohl für Model 3 als auch für Model Y mit unterschiedlichen Prozessoren. Und für beide Varianten gibt es die Anschlüsse mitgeliefert. Also falls ihr also AMD sowie AMD Ryzen, so wie ich, habe, braucht ihr nur diesen hier. Den könnt ihr dann getrost wegschmeißen hinterher. Um das Mini-Display am Dashboard nachher festmachen zu können, brauchen wir noch so ein Metallplättchen mit 3 kleinen Schrauben. Und this is basically it. Ich werde jetzt das Dashboard nicht das letzte Mal abmontieren. Es kommt nämlich demnächst noch was etwas Aufwendigeres. Da muss ich scheinbar noch ein paar Wochen drüber meditieren. Wenn ihr das nicht verpassen wollt und auch so gespannt seid, nicht vergessen zu abonnieren. So, nun geht's aber los. So, was ganz hilfreich ist, ist natürlich jetzt so ein Hilfsmittel aus Plastik, womit ihr zunächst erstmal die seitlichen Abdeckungen hier vorsichtig herauslöst. So, alles mit Clips, kann nichts kaputt gehen. Ich lasse es hier oben mal liegen und dann gehe ich mal auf die andere Seite und mache das gleich. Bin ich gespannt, ob ich das einhändig schaffe. Ja, easy. So, und dann müssen wir hier drunter versuchen, das Dashboard anzuheben. Ich muss gestehen, ich mache es jetzt zum ersten Mal, deswegen bin ich jetzt vielleicht etwas übervorsichtig. Ich mache Klima zunächst mal aus und dann gucke ich mal, ob ich hier drunter komme. Oh, da haben wir ja noch was. Aber das erzähle ich euch auch ein anderes Mal. So, schon Grütze rausgelöst. So schnell geht das. Die habe ich nur auf einer Seite. Jetzt müssen wir natürlich ganz vorsichtig und das ganze Ding hier auf der Fahrerseite anschauen. Da kommt natürlich das Display hin. Okay. Also was haben wir? So, hier haben wir unser Dashboard. Das hier ist die Stelle, wo natürlich in der Mitte unser Lenkrad sich befindet. Und an diesem Ausschnitt hier orientieren wir uns auch, damit wir auch die Mitte für das Mini-Display finden. Also am besten arretieren wir das ein bisschen so, um die Mitte zu finden.
denn hier sind mehrere Öffnungen. Insgesamt werden wir 5 Öffnungen belegen, 3 mit diesen Pins und 2 mit den beiden Kabeln. Aber zunächst finde ich die richtige Stelle, indem ich einfach mal rechts, links gucke, wo die Mitte ist. Okay, ich glaube, so passt das. Jetzt merke ich die einfach mir mal. Und dann eins daneben kommt dann der rote durch. Danach lasse ich eins frei. Also so ein Schlitz. Und dann kommt der blaue. Vorsichtig nicht baumeln lassen, sonst habt ihr möglicherweise noch Kratzer. So. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Und wenn man das einmal getan hat, dann nochmal prüfen, ob es wirklich in der Mitte ist. Für mich sieht es mittig aus. Dann halte ich das von innen. Und hier sehen wir schon, da sind unsere Pins, die hier raus gucken. Und das ist genau die Stelle, wo die 3 Schrauben reinkommen, um es festzumachen. Dass ich den mittleren zuerst erwische und dann nicht ganz festziehe, aber so gut wie ich das noch ein bisschen bewegen kann, mache ich die anderen beiden und ziehe alle 3 dann zum Schluss ganz fest. Beim Festziehen denkt auch dran, das ist alles Plastik natürlich, vor allem jetzt im Mini-Display selbst, also nicht zu übertreiben, Hauptsache es ist wirklich schön dicht, aber jetzt so anziehen, dass das Plastik irgendwann mal reißt, das braucht man natürlich nicht. Okay, das Display ist befestigt. Brauchen wir nur noch Kabel zu legen entlang des Clusters bis nach ganz hinten und dann geht es schon zum Schritt 2. Also nehme ich dann zuerst das Kabel mit den beiden Enden und schließe es an mein Mini-Display an und ziehe es durch hier bis nach hinten hin, wo wir dann den eigentlichen Anschluss gleich sehen. Damit es keine Geräusche gibt hinterher, würde ich sagen, kleben wir das noch von innen mittels Tape hier an Cluster an. Wenn mir nichts Besseres gleich einfällt. Okay. Lang genug ist es. So, und dann müssen wir hier hinter. Das bedeutet, erstmal kommt Gummi hier etwas runter. Dann haben wir noch Clips, diese Abdeckung. Hier sind nochmal Clips drin, vorsichtig lösen. So einer. So, und schon kommt man hier hin, wo wir in unserem Falle bei AMD zunächst den blauen Stecker suchen werden und dann den weißen Stecker hier dazwischen klemmen, diesen Y dazwischen klemmen. Und hier dran kommt dann unser Dashboard. Das kriegen wir hoffentlich
hin, ohne jetzt den ganzen Panel hier runter zu reißen. Der Stecker ist nämlich hier hinter. Meistens ist er frei, wenn man da nicht schon vorher irgendwas installiert hat. Das ist unser Bus. Stecke ich rein. So. Und hier ist unser Platz von unserer Instrumententafel. Zack. Eigentlich müsste jetzt schon was sichtbar sein. Das schauen wir mal noch ganz kurz. Ich drehe das vorsichtig mal um. Voila. Da ist was. Da ist schon was. Ich würde sagen, wir bauen es zusammen und gucken uns das an, während wir eine Runde fahren. Der Sport wieder in Shape bringen. Okay, dann drehen wir eine Runde, hätte ich gesagt. Gut. Das Mini-Display ist installiert. Es ist mittig. Natürlich jetzt auch die Schutzfolie entfernen. Und was noch vielleicht wichtig ist, ist, wie man das Ding bedient im Sinne von Einstellungen generell. Also ich sehe schon, Odometer zeigt richtig 25.144 Kilometer an. Das ist das, was ich hier unter Fahrzeug, weiß nicht, ich denke mal bei Software, ja, das ist genau. Auf 1 Kilometer genau die Entfernung, die mein Auto jetzt zurückgelegt hat. Und 56% Batterie, State of Charge. Wenn ich jetzt Range mache, 287, bleibt hier 56% stehen, was in Ordnung ist. D, Rückwärtsgang. Das passt. Ich bin nicht angeschnallt. Vielleicht noch ganz kurz die Lichthupe. Fernlicht. Okay, das sieht gut aus.
vielleicht nochmal hier Licht kurz anmachen. Da wird es auch angezeigt. Das macht man im Prinzip alles nicht normalerweise, sondern das passiert automatisch. Aber wenn ich hier die Indikatoren prüfen möchte, dann mache ich das mal. Also Auto. Was mich aber natürlich am meisten interessiert, ist das, wie es mit dem Autopiloten funktioniert. Und den Indikator, der dann hier angezeigt wird, soll dann hier ein bisschen rumpumpen die ganze Zeit mir ins Auge, was etwas auffälliger wird wahrscheinlich als hier oben. Hat man sich natürlich auch dran gewöhnt, aber nun. Okay. Und ja, noch ganz kurz zum Menü. Im Menü, wie bei dem anderen Mini-Display, was ich schon gemacht habe, sollte es hier so sein, dass ich hier nach rechts klicke und dann ins Menü komme. Richtig. Und dann mit demselben Rädchen kann ich hier von Kilometer auf Meile. Nein. Aha. Und dann eben mit dem Rädchen weiter nach rechts geht es dann zum nächsten. So, das ist jetzt hell, dunkel, Auto. Bleiben wir auf Auto. Das ist UI. UI 2, 3, 4. Und ich interessiere mich natürlich für Englisch. Language. Ja, Language, Englisch ist in Ordnung. Und dann gehen wir mal erstmal mit UI 1. So. Komme ich hier raus? Also beim hier dann einmal nach oben oder nach unten scrollen, dann ist man raus. So, das ist UI 1. Jetzt gehe ich da nochmal rein und wähle UI 2 aus. Language, rechts, 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 rechts. So, jetzt kann ich scrollen, hoch, runter. UI 2 nach unten. Das wäre UI 2. Ich sehe persönlich noch keinen Unterschied, wahrscheinlich während der Fahrt. Gehe nochmal rein. Ah nein, bei UI muss ich doch Stopp machen. UI 3. Der sieht immer noch gleich aus, aber vielleicht andere Farbe hier. Also ich glaube generell ist es jetzt, unterscheidet sich das nicht so viel, aber während der Fahrt möglicherweise ein wenig. Und UI 4, ja man sieht schon, das sind andere unterschiedliche Verläufe. Ich wäre wahrscheinlich für UI 1, ehrlich gesagt, wenn es mir rein nach Farben jetzt gehen würde. Deswegen mache ich mal hier UI 1. So, und dann geht es jetzt los. Anschnallen nicht vergessen. Here we go. Also der äußere Ring, der jetzt hier links ansteigt, das ist jetzt nicht irgendwie Rekuperation oder so, sondern das ist wirklich die Geschwindigkeit. Also je höher, desto größer wird dieser Ring oder der wird mehr geschlossen. So verstehe ich das. Aber gehen wir mal ganz kurz auf die Autobahn und dann schalte ich mal wieder ein. Ja, hier hinten sieht man schon, wenn hier Autopilot angeht, habe ich zumindest kurzfristig jetzt hier rechts neben dem Indikator für nicht angeschnallt sein auch ein Zeichen gesehen. Da blinkt es auf und vermutlich, wenn Autopilot dann aktiv ist, wird das dann blau leuchten entsprechend. Warum es da die ganze Zeit ready heißt, weiß ich nicht, aber das ist mal, wie es ist.
Den Autopiloten anmachen und ich glaube, genau, das ist jetzt in Blau und ich lasse den mal jetzt laufen und versuche nicht am Lenkrad, genau, und da seht ihr schon, da kommt dieses Blaue, sowohl hier rechts als auch hier, und das ist eben neu. Jetzt habe ich das kurz angefasst, jetzt ist es weg. Also es ist ein bisschen hilfreicher, wenn ihr im Autopilot öfters mal bestraft werdet, dass mit diesem Mini-Display werdet ihr es schneller bemerken möglicherweise. Da seht ihr es jetzt. Jetzt blinkt es schneller. In Blau leuchtet mein Autopilot-Zeichen. Also ich finde es echt nicht schlecht, muss ich gestehen. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass es mit dem Autopiloten und diesen Kernungen mit dem Mini-Display so synchron läuft. Es sieht wirklich hochwertig aus. Von hinten zeige ich euch gleich, das ist genau die Farbe, wie man auch auf dem Monitor, auf dem Zentralmonitor hat. Also das sieht, ja, also richtig gut aus. Hinterlasst mir bitte in die Kommentare, wie ihr das seht. Und nicht vergessen, den Shop-Link, den gibt es natürlich unter dem Video. Und mit meinem Discount-Code RioRusty bekommt ihr auch noch extra Rabatt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig und bis bald. Ciao, ciao. So Leute, ein kleiner Nachtrag, jetzt nachdem wir ein paar Tage schon damit gefahren sind, mit dem Mini-Display hier, mit dem Runden. Die Lichtintensität lässt sich leider nicht umstellen. Also ich habe es jetzt permanent Dauer auf Dark Mode umgestellt und selbst da, schaut ihr mal, die Intensität ist dort deutlicher. Also wenn man jetzt auf die Zahlen 47, 48 schaut und dann rechts auf dem Display zum Vergleich, die Intensität ist deutlich höher als die von dem Hauptdisplay. Und die lässt sich auch leider nicht regeln. Und meine Frau hat sich sogar beschwert, dass das Display viel zu hell ist am Tag. Und jetzt habe ich es halt eben Dauer schwarz gemacht. Fernlicht aus. Also bitte das mit bedenken. Wenn euch sowas stören sollte, seht davon ab. Ansonsten sieht das eigentlich ganz nett aus. Jetzt bin ich mal zum Stehen gekommen und ich dachte, ich guck mal, ob das kleine Display auch reagiert, wenn ich die Helligkeit hier verstelle. Und in der Tat, wenn ich das tue, reagiert das Display entsprechend. Also es ist alles in Ordnung, aber der Unterschied von dem und dem Display sind in der Tat, ja, seht ihr ja. Es ist ein bisschen heller als das Hauptdisplay. Wenn ich das auf hell stelle
und hier entsprechend im Menü Theme auf hell. Das ist jetzt, ich guck mal, dass ich das mal locker. So. Dann seht ihr schon, also 57. Also das helle, Sekunde, ich muss mal komplett hier rausgehen. Ah, jetzt bin ich auf dem Auto. Sekunde, nochmal rein. Theme. So, jetzt will ich auf dem hellen bleiben. So. Und ihr seht, ich bin jetzt hier auf 4% und das Display ist so hell. Wenn ich jetzt, also es wird schon heller, aber das ist, also das wird einen blenden. Das geht gar nicht. Und eben, wenn ich Auto sag, dann, wenn draußen wirklich Sonne knallt, dann wird einer richtig geblendet. Das ist nicht okay. Also, ich für mich jetzt werde das Theme umstellen auf dunkel. Es ist interessant, dass jetzt die Zeile hier, die Zeile Theme, die ist in der Tat, gibt es nur auf Chinesisch, aber eben in der Mitte ist hell, rechts ist dunkel und ganz links ist Auto. Also für mich bleibt das jetzt mal dunkel. Und diese Intensität, gucken wir mal, was damit machen. So, näher kann ich euch erstmal nicht sagen. Wir werden das mal jetzt beobachten. Peace.